Ich will die Regeln brechen, denn Regeln machen mich unfrei. Regeln sind die Gitterstäbe meines Gefängnisses. Ich möchte gerne mit euch über was ganz anderes reden. Was ganz anderes. Und das ist etwas, von dem ich denke, dass es einfach dazugehört zum Unternehmertum, aber keiner spricht so richtig darüber. Achtung. Und zwar möchte ich sprechen über deine dunkle Seite. Ja, ich weiß, dass du eine hast. Ich habe eine. Ich habe eine dunkle Seite und ich würde das auch gleich gerne erklären, was das bedeutet und was ich damit meine. Ein Baby, wenn es geboren wird, das ist sehr kompromisslos. Das ist sehr konsequent in seinen Wünschen. Und dem Baby ist es vollkommen egal, was die Erwachsenen davon denken. Wenn es essen will, will es essen. Wenn es schlafen will, will es schlafen. Und wenn es mal zur Toilette will, dann lässt es das einfach laufen. Ein Baby ist absolut kompromisslos. Und dann beginnt das, was wir nennen, eine Erziehung. Und in der Erziehung lernen wir, Menschsein bedeutet, Rücksicht zu nehmen. Hey, das ist eine ganz wichtige Sache. Rücksicht nehmen. Sonst würde die Welt nicht funktionieren. Ist völlig klar, wir können nicht Babys bleiben. Aber das Problem dabei ist, wir haben dann gelernt, ständig Kompromisse zu machen, auch später, wo wir sie nicht machen sollten. Und wir haben dann unsere dunkle Seite unterdrückt. Und ich glaube, dass es viel besser ist, wenn wir unsere dunkle Seite nicht unterdrücken. Wenn wir sie nämlich unterdrücken, stell dir mal vor, da ist irgendwas. Also sagen wir, da ist in dir so dieses Kompromisslose. Du willst einfach deinen Weg gehen. Du willst frei sein. Du musst da Rücksicht nehmen, du musst da Rücksicht nehmen. Du hast da gelernt, dass es nicht geht und so weiter und so weiter. Du willst das aber und jetzt versuchst du, diese dunkle Seite zu unterdrücken. Das kostet Kraft. Du musst die ganze Zeit Kraft aufbringen, nur um die dunkle Seite zu unterdrücken. Ich schlage vor, dass du die dunkle Seite kontrollierst. Und sogar geht das noch weiter, dass du sie nutzt, dass du sie wirklich nutzt. So wie ein Treibstoff, der die Rakete richtig anzündet und der dir ermöglicht, durchzustarten. Ich glaube ganz fest, dass ein Mensch keinen Erfolg haben kann, wenn er seine dunkle Seite unterdrückt. Er muss sie nutzen. Und ich spreche hier nicht von irgendwas Kriminellem. Es kann etwas sein, dass du tatsächlich etwas hast, das keiner wissen soll. So eine dunkle Seite. Das ist auch völlig okay, solange du sie kontrollierst und solange du sie nutzt. Ich bin nicht hier, um zu sagen, dass jeder Mensch ein perfekter Mensch sein soll. Ich sage, mach Fehler, nutze deine Fehler, schade aber anderen nicht. Aber hey, wenn du das Vergnügen hast, irgendeinen Quatsch zu machen, was anderen nicht schadet und deine dunkle Seite zu leben, ja, dann mach das. Davon bin ich überzeugt, dass das gut ist. Wenn du es unterdrückst, wirst du schwach. Wenn du es kontrollierst, wirst du stark. Wenn du es nutzt und fokussiert einsetzt, wirst du richtig stark. Die dunkle Seite. Meine dunkle Seite ist, dass ich einen unfassbaren Freiheitstrieb habe. Das fing schon an, als ich aus Amerika wiederkam. Ich war ja abgehauen, dann kam ich wieder, wollte Medizin studieren. Dafür brauchte ich Numerus Clausus, musste also ein Abi machen. Ich hatte in Amerika das Highschool-Diploma gemacht, aber das wollten die nicht anerkennen hier. Jedenfalls nicht fürs Medizinstudium. Also habe ich noch Abi gemacht. Und da war ich aber schon so weit, ich war jetzt schon in Amerika, ich habe den Duft der weiten Welt geschnuppert, ich wollte reich werden und da hat mich die Schule einfach nicht genug interessiert. Und als ich mich dann zum Abi angemeldet habe, da hat man mich nicht zugelassen. Da hat man mir gesagt, lieber Bodo Schäfer, du hast 51% Fehlstunden. Das heißt, 51% aller Unterrichtsstunden war ich nicht da. Unbändiger Freiheitsdrang. Ich habe schon Geschäfte gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht. Vor allen Dingen habe ich gelebt, vor allen Dingen wollte ich frei sein. Und dann habe ich ein Gespräch mit dem Schuldirektor geführt, nennen wir ihn H. Und Herr H. sagte dann, also erstens, lieber Bodo, wir waren per Du, erstens, das ist Schulrekord. Das hatten wir noch nie. 51% Fehlstunden, das ist brutal. Und zweitens, die Statuten
unserer Landesregierung, des Kultusministeriums sehen vor, kannst du kein Abi machen. Habe ich gesagt, schlage ich Folgendes vor. Diese Regelung ist ja dazu da, um Menschen zu schützen. Aber ich habe so meinen eigenen Weg gefunden, weil ich habe in der Zeit sehr viel gelernt. Guckt er mich an. Stimmt das? Habe ich gesagt, ja, finde es raus. Weil ich habe so viel gelernt, wenn ich zum Abi zugelassen werde, mache ich das beste Abitur der ganzen Schule. Und wer noch groß guckt, ein kleiner Großkotz war ich damals, habe ich gesagt, ach Quatsch, ich mache das beste Abitur der ganzen Stadt. Und während er noch schluckte, sage ich, machst das beste Abitur im ganzen Bundesland. Und dann sagt er, okay, wenn du das schaffst, dann gilt's. Wenn du es nicht schaffst, wird's annulliert. Jetzt hatte ich ein kleines Problem, jetzt musste ich loslegen. Dann habe ich aber gemerkt, was es bedeutet, wenn ich meine dunkle Seite zum ersten Mal kontrolliere. Jetzt habe ich nämlich gesagt, okay, ich habe einen Freiheitsdrang, aber um meine Freiheit zu leben, brauche ich dieses blöde Abi. Und es waren nur noch 12 Tage bis zur Prüfung. Dann habe ich angefangen zu lernen wie ein Blöder und habe tatsächlich ein sehr gutes Abi gemacht. Es war damals das Beste mit 1,1. Es war so gut, weil es im Unterschied zu meinen Vornoten auffällig gut war, dass ich dann noch in eine mündliche Prüfung musste mit den Gesandten vom Kultusministerium von der Stadt und den Lehrern, die mich nicht mochten, weil sie gesagt haben, damit lassen wir den Burschen nicht durchkommen. Also ich erzähle dir das, ich habe es dann bestanden. Noch ein bisschen besser dann. Es war dann 1,0, weil ich gelernt habe, auf den Punkt mich zu fokussieren. Aber weißt du warum? Ich habe für mich akzeptiert, mich kann man nicht sozialisieren. Wenn du so willst, ich bin ein Asozialer. Und weißt du, wie die Übersetzung für einen Asozialen heißt? Unternehmer. Ich bin ein Unternehmer. Weißt du, woran du das merkst, dass du Unternehmer bist? Dass du kompromisslos bist? Woran du wirklich merkst, dass du deine dunkle Seite hast und auch lebst? Du bist dann jemand, der die Regeln bricht. Du brichst die Regeln. Ich habe die Regeln gebrochen in der Schule. Ich habe unzählige Regeln seitdem gebrochen. Ich habe die Regeln im Trainermarkt gebrochen. Ich habe die Regeln als Autor gebrochen. Ich habe alle Regeln gebrochen. Achtung, ich sage nicht, ich habe Gesetze gebrochen. Das ist was ganz anderes. Gesetze sollten wir halten. Regeln sind etwas, das Menschen machen, wenn du die brichst, passiert ja nichts, keine Strafe. Außer, dass die Leute sagen, das ist nicht in Ordnung. Was du da machst, ist nicht in Ordnung. Du musst dich an die Regeln halten. Frage ich, wer hat denn die Regeln gemacht? Ja, ganz viele Menschen, die einfach dich in irgendwelchen Schubladen halten wollen, in irgendwelchen Gefängnissen halten wollen. Regeln, mit denen sie sich sicher fühlen, wollen sie auch auf dich stülpen, damit du klein bleibst. So denken die nicht. Aber für sie funktioniert das Leben einfach mit Regeln. Ein Unternehmer, der hat ganz andere Vorbilder. Der hat keine Vorbilder, die Regeln halten. Der hat keine Vorbilder, die keine dunklen Seiten haben. Übrigens, dunkle Seiten. Überleg mal, ob du irgendeinen richtig, richtig toll findest und dann überleg mal, ob du dem 100%ig trauen würdest. Die ich richtig klasse finde, die habe ich studiert. Und ich habe immer eine dunkle Seite entdeckt. Aber nicht, weil ich ihn vom Sockel stürzen wollte, sondern weil ich einfach für mich herausfinden wollte, es ist okay, eine dunkle Seite zu haben. Es ist sogar gut, sich zu ihr zu bekennen, weil wenn ich sie unterdrücke, kostet es mich Energie. Weißt du, was Unternehmer für Helden haben? Die haben solche Helden wie Superman. Superman hat in seinem normalen Leben eine Brille auf und einen ganz ordentlichen, fast spießigen Anzug. Und um sich zu Superman zu verkleiden, zieht er seinen Anzug aus, setzt die Brille ab und dann bekennt er sich so zu seiner dunklen Seite. Der macht das heimlich. Der Hulk muss wütend werden, um seine Superkräfte freizusetzen, seine dunkle Seite. Unsere Helden haben alle eine dunkle Seite. Batman, Spider-Man, alle eine dunkle Seite. Aber weißt du, was die alle machen? Die spielen alle ein Rollenspiel. Tagsüber verkleiden die sich als normale Menschen und abends legen die los oder nachts. Du kannst dich nicht tagsüber verkleiden und dann abends in deinen Hobbys frei ausleben. Als Unternehmer bist du jemand, der frei sein muss.
und der das auch erkennt, der seine dunklen Seiten akzeptiert und sagt, hey, die sind ein Teil von mir. Und er sagt, ja, ich will die Regeln brechen, denn Regeln machen mich unfrei. Regeln sind die Gitterstäbe meines Gefängnisses. Und ich will wirklich frei sein. Also brech die Regeln.